Ich komme nochmal auf das Thema Bitterstoffe. Die Frage geht dahin, wie man sich pflegend, also vorbeugend, um den Magen, um die Gallenflüssigkeit, den Gallenfluss und letztendlich die Verdauung und den Dünndarm kümmern kann. Wir haben evolutionstechnisch gelernt, alles was süß und geschmeidig ist, das können wir essen, das ist gesund, das ist reif, das ist für den Verzehr gedacht und es muss weg, weil sonst wird es bald schlecht. Die Bitterstoffe dagegen, das sind die Dinge, wo die Kinder eher sagen, mache ich nicht, das ist so bitter und so. Andererseits die Erwachsenen trinken am Ende eines Essens einen Magenbitter. Entscheidend ist, die Bitterstoffe haben tatsächlich eine Funktion, dass sie den Magen-Darm-Trakt, also auch die Gallenflüssigkeit und die Bauchspeicheldrüsenfunktion darauf vorbereiten, da kommt gleich was. Da gibt es gewisse Reize, informative Reize, die Mengen, die da verwendet werden, halten sich ja durchaus in Grenzen und diese Verdauung vorbereiten. Und das führt dazu, dass normalerweise, wenn man diesem System auch Zeit lässt, also gut gekautes, halb verdaut, gerade für die Menschen, die ein sehr, sehr, sehr sensibles Verdauungssystem haben, wo sie immer wieder zu kämpfen haben mit den verschiedensten Missempfindungen, ist natürlich diese Art der Verdauung ein echtes Instrument, das jeder für sich in Ruhe nutzen kann, um wirklich mit kleinen Mengen die Verträglichkeit zu erhöhen. Bitterstoffe werden nicht von jedem vertragen. Wer also da blind irgendwo hingeht, das kann man natürlich machen. Dann stellt man fest, okay, vertrage ich oder vertrage ich nicht. Dann eben ja oder nein. Wenn es aber darum geht, vertrage ich vielleicht diesen oder jenen Bitterstoff, den ich dann doch nutzen möchte, müsste ich mit Einzelsubstanzen arbeiten oder mit einer entsprechenden Liste vielleicht mal eine laborchemische Untersuchung machen lassen, um zu schauen, ob ich persönlich, also meine Immunzellen, mit diesen Substanzen klarkommen. Da gibt es Testverfahren, die sich mit diesen sogenannten Power Foods, heißt es dann, oder Functional Foods auseinandersetzen, wo man genau schauen kann, wie reagiert mein angeborenes Immunsystem darauf. Zum Beispiel neutrophilen Granulozyten sind da ein Faktor, an dem man sich orientiert. Oder was ist zum Beispiel mit basophilen Granulozyten, degranulieren die ja oder nein? Oder wird auf bestimmte Substanzen vermehrt ein proinflammatorischer Botenstoff freigesetzt, wie zum Beispiel TNF-Alpha? Das sind so Testverfahren, die aber natürlich nur für spezielle Fragestellungen gedacht sind und ansonsten kann man da auch viel Geld loswerden, was einem nicht wirklich Nutzen bringt. Daher erstmal use it, also studieren geht über probieren, sich herantasten und einfach mal selber ausprobieren, wie reagiert mein Körper drauf.